In meiner heutigen Anleitung zeige ich dir eine Diagonal-Fanfold-Karte. So sieht sie aus, passend zur Jahreszeit ein Herbstgruß, und so geht sie auf. Ich finde, die sieht schon ziemlich spannend aus und macht was her. Wie ich sie gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Und weil es hier die letzte Zeit immer nur Boxen gibt, dachte ich mir zwischendurch mal wieder eine Kartenanleitung. Da freust du dich bestimmt. Ich brauche für meine Sammelbesteller jetzt im Oktober wieder Kartengrüße und da packe ich immer was Nettes gern rein. Ja, wer bei mir bestellt, der weiß das schon. Diesmal ist wieder eine Karte dran und ich habe mir überlegt, eine besondere Kartenform. Ja, das ist diese Diagonal-Fanfold-Card, ganz sicher. So geht sie auf. So sieht sie innen aus. Kleine Karte, großes Dankeschön. Und die möchte ich jetzt mit dir basteln. Ich lege hier mal was beiseite. Nicht wundern, hier ist so richtig für Serienproduktion schon alles vorbereitet. Ich war schon mittendrin, aber dachte, jetzt ist ein Video fällig. Ich lege das hier mal beiseite und erzähle dir so ein bisschen zwischendurch, was ich da verwendet habe. Ich habe aus dem Mini-Katalog das besondere Designerpapier Herbstwunder genommen. Und da gibt es eine Seite, Moment, muss ich holen. Einen Moment. Ich denke ja immer, ich habe alles liegen. Und dann habe ich es doch wieder versteckt. Und da gibt es eine Seite, die will man eigentlich gar nicht zerschneiden. Aber hierfür können wir die zerschneiden. Und gute Nachricht, aus diesem einen Blatt Designerpapier bekommst du genau 6 Karten raus. Und die schneide ich auch gleich zu. Vorher zeige ich dir aber noch, was ich noch verwendet habe. Ich nehme dieses goldene, schimmernde Geschenkband in Gold. Das war hier. Und dann gibt es solche Zierelemente. Die habe ich am Ende gar nicht groß verwendet. Moment, hier klebt ein Magnet. Da ist er, genau. Aber hier zum Beispiel musste ich sie verwenden, weil du siehst vielleicht, ich habe mich verklebt. Innen war schon eingeklebt, ich konnte auch nichts mehr ändern. Also habe ich das so ein bisschen umgeswitcht. Siehst, Palme sind falsch rum passiert. Okay. Ja, kann man also auch super verwenden. Ich zeige dir aber, wie ich die Karte so gestaltet habe. Aber hier diese Elemente, Moment, wie heißen sie genau? Zierelemente-Mix Herbstwunder, da ist so viel drin, insgesamt nämlich 40 vorgeschnittene Teile. Damit könntest du ganz schnell ganz viel dekorieren. Ja, es geht hier gleich los. Ich zeige mal, was ich sonst noch so brauche. Und räume das mal beiseite und hole mir dafür den Papierschneider. Und wir schneiden uns dieses Designerpapier in Streifen zu 10 cm. Plus dann noch Farbkarton brauchen. Ich habe mich auf die Farbe Brombeermus mit mir selbst geeinigt. Die war endlich mal wieder dran. Also ich schneide hier nebenbei 3 Streifen bei 10 cm. Bleibt hier so ein kleiner übrig. Man weiß nie, wofür man braucht, also aufheben. Jetzt lege ich die schön sauber aufeinander. Ein bisschen in Arbeitszeit rationell Sparfuchs, wenn es funktioniert. Und dann schneide ich die in der Länge bei 14,3. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann haben wir gleich 3 zerschnitten, aber das funktioniert. 14,3, genau legen. Und dann bleibt so ein Element übrig. Heben wir mal hier oben mit auf, man weiß ja nie wofür. So, bevor ich jetzt zeige, wie ich so sparsam wie möglich klebe, zeige ich mal, wie ich die Grundkarte mache. Und das heißt, aus einem A4-Blatt bekommen wir genau 2 Karten. Also auch wieder eine rationelle Sache. Die habe ich schon fertig. Das geht wie folgt. Ich nehme mir das A4-Blatt, lege es in meinen Papierschneider ein, mit dem ich ja auch falzen kann. Bei 10,5 cm, die Hälfte von 21, kommt die erste Falzlinie. Und in der Länge, weißt du ja, ist 29,7, also kommt eine Falzlinie mittig bei 14,85. So, jetzt kommt der Moment der Diagonalen. Das passt so genau im Papierschneider eben gerade nicht. Wir könnten an der Stelle natürlich hier so ein Cuttermesser nehmen. Habe ich vorhin auch gemacht, war ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und deswegen dachte ich mir, wie war das früher? Ohne technische Hilfsmittel. Da gab es die sogenannte Schere. Mit der mache ich das heute auch.
Ganz old school mit Bleistift anzeichnen. Diagonal. Ich habe ja eine Mittellinie, deswegen geht das sogar mit einem kurzen Lineal. Wirklich so schön wie möglich über die Ecken. Eine Diagonale. Da nehme ich mir ein Scherchen. Ich nehme in dem Fall eine große Schere, die schneidet mehr auf einmal. Und schneide jetzt ganz exakt an meiner Bleistiftlinie lang. Gute Nachricht, Oldschool heißt dann den Radiergummi und wegradieren und fertig ist das. So, oben auf die Ecke kommen wäre ganz günstig. So haben wir das. Ein Element erstmal beiseite. Wie habe ich es angelegt? Beides in die gleiche Richtung. Also das falte ich jetzt hier lang. Gucke, dass das unten schön aufliegt. Nehme dazu mein Falzbein, falze nach. Und die andere Seite nach unten. Falls der Spalt in der Mitte nicht ganz 100% exakt ist, ist das jetzt der Moment, wo das nachgerichtet wird. Und das gleiche mache ich mit dem zweiten Teil auch. Auch so rum. Eine Seite falzen und die andere Seite. So, das ist die Kartenform. Mehr passiert da nicht. Dann brauche ich für die Karte für Innenreihen eine Einlage in 10 x 14,3 cm, die gleiche Größe wie außen. Die habe ich bestempelt, das zeige ich auch gleich. Und für außen haben wir ja unsere zugeschnittenen Designerpapierelemente. Und ich nehme gleich das erste, und weil ich das ja so sparsam wie möglich machen möchte, nicht mit Flüssigkleber, nehme ich doppelseitiges Abreißklebeband. Lege das sauber auf die Rückseite auf, könnte es auch schneien in dem Fall. Kann aber auch reißen. Einmal alle Kanten. Dann ist das im Stück erledigt. Und dann kommt meine Diagonale. Jetzt Papierschneider wieder. Einmal schräg. Jetzt einmal prüfen. Die Diagonale geht von dieser Ecke von links oben nach rechts unten, wenn ich das so rumlege. Und so lege ich das hier also auf die Schnittkante, mittig, dass es genau diagonal ist. Ich lege gern die Schneideklinge in die Mitte vom Element, damit die nicht irgendwo am Rand so hakt, so die Ecken praktisch beschädigt. So, einmal komplett, hat funktioniert. Und jetzt, siehst du, kann ich noch in der Mitte schnell meine dritte Klebefläche anbringen. Und dann war das ziemlich gut und schnell erledigt. So, bevor ich meine Flächen aufklebe, nehme ich mir jetzt mal wieder eins von den Mustern, die wir gelten lassen, nämlich so eins hier, lege ich mal dahin. Nehme ich meinen Scheibenmagnet, den selbstklebenden, und setze jetzt hier eine Klebefläche in der Höhe etwa auf. Ja, schiebe den zweiten Teil, hebe ich ab und nehme jetzt mein Dreieck. Erste Schutzfolien abziehen. Und wenn wir das so vorbereitet haben, dann sitzt praktisch Klebefläche auch wirklich bis in die letzte Spitze unten. Dann klebt das super. Und hier verdecke ich gleich meinen Magneten mit. Nummer 1 und Nummer 2, das gleiche hoch. Ja, also aus einem Designerpapier bekommst du 6 Auflagen und aus einem Farbkarton 2 Karten. Kannst du dir das schnell durchrechnen, was du im Material brauchst. So, jetzt nehme ich hier noch einen weißen. Dieses Element, wie schon gesagt, 10 x 14,3 cm. Ich wollte in Dank stempeln, da habe ich aus dem Stempelset Freundschaftsblüten das kleine Karte großes Dankeschön. Und das Stempelset, was auf der Seite beim Herbstwunder im Mini-Katalog ist, habe ich nicht. Das macht aber nichts. Man kann ja variieren. Ich will es in Ordnung machen. Und ich habe dafür gesehen und habe ich handgemalte Blüten. Und da gibt es so ein Element drin, nämlich hier dieses. Das sieht eigentlich ähnlich aus wie die Pflanze, das Grün oder ja,
Flora, auch ein schönes Wort, auf unserem Designerpapier. Und deswegen wird das einfach in Espresso gestempelt. Brauche ich natürlich eine kurze Unterlage, die habe ich hier verbaut. Moment. Sie hat ihre Unterlage verbaut. Und dann setze ich das einfach an. Wenn du es besonders schicki machen möchtest, könntest du dann mit dem anderen Element, was da auch noch ein bisschen ähnlich aussieht und passend wäre, zeige ich dir gleich, hier im Stempelset hier oben, diese Dolden, sage ich mal, mit denen könntest du, also die Doldenblüten, mit denen könntest du in Gold natürlich embossen. Wäre auch eine sehr feine Sache. Ja, wäre meine Idee, als du ein passendes Stempelset suchst. So, jetzt wird das hier reingeklebt. Es gibt einen neuen Kleber. Fasst es nicht. Besser. Einfach damit. Ein bisschen hin und her bewegen. Die Mattung außen vermitteln. Und dann sitzt das auch. Ja, und dann habe ich mir zugeschnitten kleine Elemente. Hier gibt es erstmal noch die zweite Seite vom Magneten wieder drauf. Da sitzt er. Da. Und dann habe ich hier ein Stück Farbkarton, nochmal in Brombeermus in 2,5 cm mal 9 cm. Das wird meine Unterlage. Setze ich hier drüben, lege ich die an, so in der Höhe, dass es natürlich genau auf meinen Magneten trifft. Können wir schon vorbereiten. Legen wir hier auf, kleben wir darüber. Ist dann praktisch Schlussriegel. So gerade wie möglich. Dann habe ich ein Stück Designerpapier in 2 cm, Moment, mal 7,5 cm. Das lege ich versetzt hier an. Also jetzt wird einfach dekoriert und da hast du bestimmt 1000 Ideen. Das hier war meine erste und da ich doch einige Karten brauche, weiß ich noch nicht, ob ich das variiere. Einmal am Ende sehen, zeige ich bestimmt irgendwo, was mir da noch so alles eingefallen ist. Das setze ich ein bisschen nach unten drauf. Dann nehme ich das schöne Gold hier. Noch haben wir es ja. Schneide ich mir ein Stückchen zurecht und lege mir eine Schlinge. Es gibt ja viele Möglichkeiten immer. Überlege mal. Schräge querläufig, ja. Ich glaube, ich lege es so. Hier weiß ich ja, wo nachher mein Herbstgrußschild liegt. Also kann ich die Klebefläche hier anbringen, weil das ja dann verdeckt wird. Das wird so ein bisschen nach dort raus. Und die zweite Klebefläche ein bisschen Form geben. Klebt hier. So ist das super. Und jetzt nehme ich dieses Element mit dem Herbstgruß und setze das gleich . Ah ja, weiß ich wollte jetzt hier noch bei der Stanzform, ist noch nicht ganz fertig, Teile ausgestochen, das machen wir mit der Schere, damit das auch schön zur Geltung kommt. Und das setze ich jetzt hier oben, wie gesagt. Ich habe mir gedacht, mittig auf das ganze Element, also was ich so mittig finde. Und dann habe ich hier noch so richtig tollen, schönen Bling Bling. Und ich kann dir im Moment gerade nicht sagen, wo er herkommt, ist aber egal. So ein Bling Bling Element setze ich hier auf die Kante. So. Und schon ist mein Herbstgruß fertig. Meine kleine Dankeschön Herbstgrußkarte. Ja, schnelle Sache, finde ich. Und ab jetzt geht es dann um deine Fantasie. Du findest bestimmt noch 1000 andere Möglichkeiten und Ideen, das schön zu gestalten. Aber wie gesagt, das war meine Idee. Aus einem Designerpapier 6 Karten und das Ganze in dieser Diagonal-Funfold-Card. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Hier geht es weiter mit ganz vielen Anleitungen, Tipps und Ideen und natürlich auch mit meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender. Ja, also es lohnt sich, gleich ins nächste Video reinzugucken oder mal in meinen Playlists zu stöbern. Ja, bis gleich im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela.
von der Stempelfamilie.